Ja, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Da ist er wieder, euer Sibi mit dem neuen Update. Viele von euch werden sich freuen und sagen, da ist es ja endlich, die Beleuchtung meines Bahnhofs. Ich muss aber dabei sein, er ist noch nicht ganz fertig. Die Lampen an den Bahnsteigen links und rechts von der Überdachung fehlen noch. Da bin ich mir noch nicht wirklich so sicher, was ich dahin mache. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Aber kurz vorher möchte ich mich noch bedanken. Erstmal bei meinen Abonnenten und bei meinen neuen Abonnenten, bei den Zuschauern meines Kanals, wie der Gerd immer so schön sagt. Und beim Jörn möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil ich habe an einem Art Gewinnspiel teilgenommen. Und zwar gab es zu gewinnen eine Luther-Denkmalfigur. Die habe ich gewonnen. Das ist diese hier. Die ist selbst gemacht und selbst bemalt. Und zwar 1 Quadratmeter Modellbahnglück. Und da hat der Jörn mir noch einen kleinen Brief geschrieben. Jörn, vielen Dank, ja, dass ich gewinnen durfte. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Luther-Figur. Die kommt an den von mir bestimmten Platz. Der Jörn hat gesagt, ich habe 5 Figuren zu verschenken. Und diejenigen, die mir sagen, wo der hinkommt und mir gefällt hat, der kriegt der eine. Ich habe bei mir vor, an der linken Seite einen Kloster hinzumachen und da kommt der Luther in den Klostergarten mit rein. Ne? Sieht richtig gut aus, das Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, ja, hier geht es jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns wie immer am Schluss des Videos wieder. Dann bis später. Was wir jetzt hier haben, das sind die Dioden. Die hat der Louis mir jetzt verlängert, verlötet. Und das sind die Dioden, die hier oben in die Pylonen reinkommen, um das obere Weiße da rötlich schimmern zu lassen. Dann sind die Pylonen schon angerichtet für die Verkabelung der dB-Schilder, beziehungsweise die Beleuchtung. Dafür ist die Verkabelung dran hier. Schöne lange Kabel hat der Louis mir da gelassen, damit ich da auch schön Platz habe, um das Ganze schön sauber zu verlegen. Hier sitzt dann mein Lieblingselektriker. Der Elektriker meines Vertrauens. Und bastelt mir die Bahnsteige. Das macht er richtig, richtig gut. Das hätte Druck, der Junge. Kann sonst nichts, aber Kabel kann. Wenn er nichts kann, aber Kabel kann er. Sehr, sehr schön. Ihr seht, das richtige Werkzeug steht auch dabei, eine schöne Flasche Kölsch. Ja, das braucht der Kölsche Elektriker, braucht eine Flasche Kölsch bei der Arbeit. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ja, und so sieht das Ganze dann von unten aus. Ich habe hier LED-Stripes verklebt, die der Louis dann verlötet hat mit den kleinen Käbelchen, das seht ihr ja. Ne? Ja, und das gibt die Beleuchtung meiner Bahnsteige. Ob das mit der Helligkeit passt, das muss ich dann nochmal sehen. Das werde ich aber dann nochmal checken, wenn das Ganze drauf ist. Und dann werde ich die mal mit Strom laufen lassen. Und dann schauen wir mal weiter. Hier liegt auch schon der zweite. Die Löcher habe ich auch gerade gebohrt. Das sieht man hier noch. Da liegt hier noch der ganze Kladderadatsch da dran. Und hier kann man auch noch mal schön sehen, wie sauber der Louis das gearbeitet hat. Ja, die Blumen sind berechtigt, mein Lieber. Die Blumen sind berechtigt. Das kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Kabel, die alle da unten rauskommen. Kabel. Es steht alles. Na? Dann wollen wir die Kabel jetzt mal, die Kabellage da reinkriegen. Ich habe dann den Decoder 4018er, habe ich dran, mal ein bisschen drehen, so,
den 4018er dran, 12 Volt eingestellt. Das habe ich über diesen Step-Down-Konverter gemacht. Ihr kennt die, glaube ich, oder einige kennen sie nicht. Ich habe die ja schon seit Jahren im Einsatz. Hier unten sind die. Ja, die habe ich hier in verschiedenen Stärken eingestellt. Unten rechts, das ist der 12 Volt. Der bedient stromtechnisch den Decoder rein für den Bahnhof hier. Ihr seht, ich habe mir da doch aufgeschrieben, 12 Volt. Das ist von CV353 an aufwärts geht das los. Die ersten Kabel sind schon dran. Leute, ich bin so nervös, ich finde es so geil. Ich finde es so geil. Naja, so, und das machen wir jetzt einfach mal und ich melde mich. Ich habe jetzt allerdings noch nicht die Dinger zum Abspannen hin, weil ich muss noch ein bisschen Kleber haben und dafür wollte ich Uopor nehmen. Das hat der Louis mir empfohlen, weil man dann immer so schön abpillen kann. Links fehlen jetzt natürlich noch die Bahnsteigleuchten. Da bin ich mir noch überhaupt nicht einig, was ich da nehme. Da kommen auf jeden Fall 3 hin und da kommt auch noch mal eine Reihe hin. Und dazwischen werde ich, mir ist heute der Bahnhof abgekackt, da muss ich neu kleben. Dazwischen kommt auf jeden Fall auch noch eine Leuchte, also quasi dahin. Aber da bin ich noch nicht so ganz einig, wie ich das mache. So, die Verkabelung ist abgeschlossen. Ich möchte euch mal kurz da reingucken lassen. So sieht es da jetzt drin aus. Eine wüste Sammlung von Kabel, aber kriegt auf jeden Fall genug Luft, dass da ein bisschen zirkulieren kann. Und ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, zack. Das wieder davor. Ein bisschen vernünftig dran gedrückt. So sieht es im Moment aus. Jetzt machen wir gleich erstmal ein bisschen Licht. Also, der Hauptbahnhof Wendelstein besteht aus 3 Bahnsteigen. Stellwerk, Bahnhof links, Mitte, rechts. Dann die Pylonenbeleuchtung oben, die roten Hüte. Das sind auch nochmal 6. Und dann die beiden DB-Kekse. Das Ganze soll jetzt natürlich auch so angehen, dass wenn ich hier oben der Knöpfekes drücke, dass die alle nacheinander angehen. Das geht auch, das funktioniert auch, das habe ich auch schon getestet. Ich habe noch ein bisschen Zeitverzögerung drin, das heißt also der Bahnhof geht als erstes an und dann kommen die Bahnsteige und dann erst kommen die Pylonen oben drauf. Aber das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ich würde euch auch jetzt nicht länger auf die Schulter spannen, auf die Folter spannen und dann einfach mal Licht werden lassen. Und zwar schalten wir dazu erstmal die Rundumbeleuchtung ein, ja, damit hier ein bisschen was Licht ist. So, ihr seht, jetzt ist der Bahnhof schon recht gut beleuchtet. Und jetzt machen wir einfach mal den Bahnhof an mit ein bisschen Licht. Ich mache jetzt noch gerade Schattenbahnhof an, damit ihr auch seht, wie hier die schönen Leuchten leuchten. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, we proudly presents Wendelstein. Leichte Zeitverzögerung. Die DB-Kekse gehen an und die Beleuchtung der Pylonen ist an. Das sieht man jetzt natürlich nicht wirklich so, aber es ist tatsächlich so. Ich würde jetzt nochmal hingehen und mache die Rundumbeleuchtung nochmal aus, damit ihr das bisschen was besser seht. Ihr seht dann auch, das geht bei mir im Blog. So, da habt ihr jetzt den Wendelstein. Links von dem beleuchteten Bahnhof seht ihr noch ein dunkler Fleck. Da kommen jetzt natürlich noch Bahnhofsleuchten hin. Da weiß ich aber noch nicht, welche ich nehme. Da habe ich mich echt noch nicht entschieden. Die alten, die ich hatte, die werden es nicht werden. Die waren nicht schlecht, aber gibt bessere. Da bin ich von überzeugt. Und dann werden auf der rechten Seite das Haus vom Bahnhof, und zwar dieses da. Warte, ich muss jetzt, opala, mal was näher ranzoomen. Dieses da, das wird noch beleuchtet werden. Das lasse ich auch da stehen. Mir gefällt das ganz gut da. Da wird so ein bisschen Verwaltungsgebäude oder so draus werden. Das müssen wir dann mal gucken. Rechts der Wasserturm, wenn ihr den seht, da, der bleibt natürlich nicht da stehen. Der steht jetzt einfach nur doof im Bild rum. Hat er auch nicht für bezahlt. Naja, egal. So, das Stellwerk da hinten ist auch schön beleuchtet. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Deswegen genau zwischen meine Herrschaften, ey, Wortfindungsstörung, das ist ganz komisch. Zwischen Stellwerk und Bahnhof, da kommen natürlich noch ein paar Leuchten hin. Ne? Genau, da.
So, dann lasse ich euch jetzt mal mit den Impressionen alleine von der Bahnhofsbeleuchtung. Also es ist in Wirklichkeit nicht so hell wie auf dem Video, aber das kennen wir ja nun mal alle. Es ist ein warm weißes Licht, weil ich mag dieses kalt-weiße Licht nicht so. Und ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Ich mache jetzt nochmal die Hauptbeleuchtung aus, damit ihr mal seht, mit den roten Pylonen, wie schön das eigentlich aussieht, aber noch leider nicht wirklich zu sehen. Die Kekse mache ich auch mal aus. So, und jetzt seht ihr da ein paar rote Punkte. Das sind die Pylonen. Na, das ist aber sehr unscharf, ne? Sehr, sehr unscharf. Ah, da kommen sie doch. Da werden sie noch angeschaut. So, das sind jetzt die 6 Pylonen oben drauf, die roten Punkte. Also im ganz Dunklen sieht das schon nicht schlecht aus. Aber da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das sind 3 Volt Dioden, rote Dioden aus den 70er Jahren, hat man mir gesagt. Tatsächlich, die sind schon steinalt, die ich hier habe. Aber ich finde halt einfach, die haben ein schönes, sattes Rot. Und naja, da müssen wir uns noch mal was einfallen lassen. Aber ich finde es geil. So, da habt ihr das gesehen. Ich mache jetzt noch mal wieder alles an. Moment, dafür mache ich den Rest jetzt erstmal aus. So, und dann schalten wir das ganze Spielchen. Ihr seht die Zeitverzögerung. Uppala. Es hat was. Ich finde, es hat was. Mir gefällt es ganz gut. Und von daher, ja, will ich hoffen, dass es euch auch gefällt. Ja Leute, was soll ich jetzt sagen? So sieht das Ding aus, wenn das befüllt ist. War sehr schöne Züge sind eingefahren. Ich habe hier vorne erstmal eine BR221. Dann rechts daneben das Eisenschwein von der ÖBB mit einem wunderschönen Wagen. Und daneben die ÖBB. Was mir ja richtig gut gefällt, ist die Farbe. Ne? Da muss man ja mal sagen. So, und dann habe ich da meinen Neuzugang. Da habe ich auch sehr, sehr lange darauf gewartet. Und da geht ein ganz besonderer Gruß an die Sabine. Die Sabine weiß, wen ich meine. Eine wunderschöne Lok. V200 Rheingold. Blau-beige mit den Wagen. So sieht es im Moment aus. Und jetzt mache ich nochmal die Lichtschaltung von meinem Bahnhof, weil, das muss ich jetzt dabei sagen, ich habe mir die jetzt nochmal ein bisschen was geändert. Ja, ich stelle euch mal ein bisschen besser in Position, dann kann man das auch besser sehen mit den DB-Keksen. Dann mache ich jetzt hier mal das Licht aus. Zack. So, da kann man das so ein bisschen sehen. Links ist das Stellwerk noch mitzusehen, rechts der Bahnhof. Und jetzt lasse ich diesen zeitlichen Ablauf, den ich da jetzt programmiert habe, einfach mal laufen. Und ja, das ist jetzt der Hintergrund. Geht los. Achtung, fertig. Na, hallo. Los geht's. So, die roten Lichter oben drauf kann man jetzt natürlich nicht so gut sehen. Wenn ich jetzt Licht ausmache, kommen sie etwas besser zur Geltung. Die Pylonen, die sind oben rot beleuchtet. Ja, also mir gefällt das richtig gut. Das Ganze macht es wirklich richtig, richtig schön. Also ich finde, ich habe einen schönen Bahnhof. Jetzt stehen auch nur ein paar Züge drin, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Ja, Freunde, jetzt seht ihr mal die Beleuchtung. Wenn ich jetzt ausmache, geht es eigentlich relativ schnell wieder aus. Das zeige ich euch auch nochmal.
Da habe ich jetzt keine große zeitliche Ablauf für drin. Das geht jetzt halt eben nacheinander mit 200 Millisekunden Verzögerung aus. Freunde von CB Likes Trains, jetzt habt ihr gesehen, der Bahnhof leuchtet. Wie gesagt, die Bahnsteige links und rechts. Rechts von der Bedachung kommt hier noch eine Lampe hin und links 2 oder 3, das muss ich mir dann mal aussuchen. Da kommt noch die Beleuchtung hin, die fehlt jetzt halt einfach noch. Wenn ich mir da was Adäquates ausgesucht habe, werden die auch gesetzt und da werdet ihr halt im nächsten Update sehen. Da mache ich jetzt also nicht noch einen 6. Teil für meine Bahnsteige. Das Thema Bahnhof ist jetzt damit abgeschlossen. Mir persönlich gefällt der ganz gut. Wie gesagt, ich werde noch so 2, 3 Sachen an den Pylonen machen mit der Helligkeit von dem roten Licht. Und ja, ich werde den einfach so stehen lassen. Ich werde den nicht verkleben. Hat den Hintergrund, dass ich immer wieder dran kann und nochmal so Kleinigkeiten ändern kann. Wen ich mit einem Punktkleber versehen werde, ist der vorderste Bahnsteig, weil der ja doch halt die Pylone nicht mittig steht, sondern schon versetzt und der hat halt immer den Drang zu kippen. Da werde ich mal so ein Stückchen Uropor holen, mit der ganz kleinen Punkt links und rechts mal festmachen und dann hält der auch. Und wenn was ist, kann ich das immer wieder abmachen. Das ist ja dann auch kein Beinbruch. Ja, meine Lieben, das soll es von mir hier gewesen sein. Wann das nächste Update kommt, weiß ich nicht. Ich werde jetzt hier für mich nochmal 4000 Männchen setzen. Die werde ich mir nach und nach alle holen. Also die werde ich jetzt nicht alle von direkt setzen, weil die kosten ja noch ein Schweinegeld. Und ich möchte mir da keine China-Dinger draufstellen, weil der Bahnhof direkt vorne an der Kante ist. Und das ist dann halt eben ein bisschen doof. Also deswegen kommen da lecker Preise allein drauf. Da habe ich zu tun. Ich habe noch die Lampen zu setzen. Und wo ich mich jetzt ganz besonders drauf freue, ist die Tatsache, dass ich jetzt Zugfahrten programmieren kann und einfach mal den Schattenbahnhof leer laufen lassen kann, alles in den Bahnhof stellen, ein paar Zugfahrten machen lassen kann. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und das wird jetzt auch die nächste Zeit hier passieren. Dann habe ich noch so ein paar Loks oder eine Lok, die ich mit dem Lohi bearbeiten muss. Dann werde ich noch ein paar Sachen einmessen müssen. Ich habe hier nochmal ein paar Loks, die ich einmessen muss. Die habe ich mir neu zugelegt, beziehungsweise die habe ich mir zugelegt. Da werde ich auch nochmal ein Video drüber machen, aber das kommt alles später. Ich sage jetzt hier mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr natürlich informiert werden wollt, müsst ihr das Glöckchen einschalten. Abonnieren tut nicht weh, das ist kostenlos. Und für ein Däumchen bin ich mal zu haben. Alles klar, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei CB Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer CB. Ciao, ciao.